What's up, Fam? Ich nehme euch heute jetzt mit beim Fotoshooting. Wir haben 0:20 Uhr, Late Night. Draußen hat es geschneit und ich glaube, das ist einer der letzten Male dieses Jahr, dass es schneien wird. Ich glaube, die Chance lasse ich mir nicht ergehen, mal ein Schneepicture zu machen. Somit, egal wie spät es ist, wir gehen raus, machen Step by Reno und machen ein paar Fotos. Ich will euch zeigen, wie ich das alles mache, was ich alles mitnehme und wie ich alles aufbaue. Also seid gespannt. Wir werden heute Warschauer Straße gehen. Warschauer Straße, dort entweder auf dem Parkhaus oder halt da Nähe Mercedes-Benz Arena. Aber wir gucken spontan. Wenn ich vielleicht noch einen besseren Spot finde, werden wir den nehmen. Und jetzt zeige ich euch, was für Klamotten ich mitnehme. Wir nehmen mit eine Stussy Tote Bag für den Sommer. Badehose rein, Handtuch rein, Trinken rein, ein paar Snacks für Picknick. Was nicht fehlen darf, meine AirPods. Dann nehmen wir heute ein Cap mit. So die von Copping Zone werde ich heute nehmen. Darunter ziehe ich Peso-Tee an, damit wir auch die beige Farbe mit haben. Match perfekt mit der Cap. Jetzt die Frage, nehmen wir beige oder nehmen wir grüne mit? Und ich glaube, ich nehme die grüne. Grüne matcht einfach perfekt mit dem Hoodie. Hose nehme ich Haikani mit. Sitzt ganz gut auf dem Schuh drauf und passt perfekt mit der Cap und mit den beigen Akzenten. Ich habe noch die Qual der Wahl der Schuhe, aber da bin ich mir ganz sicher, dass ich meine Arme hier mitnehme. Die passen zum Farbspektrum so perfekt. Hier unten die beige Sohle mit den beigen Akzenten. So grün, beige, braun, das wird schon gut kommen. Mit meiner Hautfarbe sowieso, die ist ja auch immer mit eingerechnet. Das ist mein Line-Up, was Klamotten angeht. Mein Stativ, relativ billiges Stativ. War eigentlich erst provisorisch gedacht, aber mein richtiges Stativ ist kaputt gegangen. Somit muss das jetzt erstmal halten. Ganz normal hier auf Satz. So, kommen wir zur Cam. Ich nehme meine Sony mit, die ist hier gerade am Laden. Meine Friends der Kamerawelt wissen, der Akku geht so schnell leer. Man braucht eigentlich in der Regel braucht man so 2, 3 Akkus. Ich habe leider nur einen. Für ein Shooting hält die 100%. Und wenn ich sparsam damit umgehe, dann kann ich auch 2 verschiedene Locations einfangen. Objektive angeht, habe ich 2 Objektive mit. Ein Zoom-Objektiv, jetzt kein Super Pro, aber für die, die es interessiert, FE 3,5 bis 5,6er Blende und 28 bis 70. Also ein Zoom von 28 bis 70 ist eigentlich eher so für Fotos von Gebäuden, von Landschaften. Du kannst halt ranzoomen, du kannst aber auch ein bisschen rauszoomen. Also hast auf jeden Fall mehr auf dem Bild. Jetzt mit der eine FE 1,8er und 50er. Du kannst nicht ranzoomen, aber mit denen kannst du halt schöne Porträtfotos machen. Das sind meine beiden Objektive, Sony A7. Also die interessieren, um Dateien von der SD-Karte auf dem MacBook zu bekommen, plus halt extra so einen Adapter, wo halt SD-Karten-Slots drin sind. In neuerem MacBook gibt es halt ein extra SD-Kartenfach. So musst du einen Adapter holen, musst den anschließen. Das Wichtigste, was zum Kameraset zugehört, Fernauslöser. Ich mache meine Fotos alleine, somit muss ich mit dem Fernauslöser mal hier rauf tippen, dann macht die Cam ein Foto. Was den Preis für das ganze Kameraset angeht, habe ich so 2000 € gezahlt mit Adapter, mit Fernbedienung, mit Tasche, mit beiden Objektiven. Wichtig, was man nicht vergessen darf, auch immer was zum Trinken. Also ich habe mich dafür entschieden, eine beige Stussy Sherpa auch noch mitzunehmen. Das ist eigentlich auch ganz gut zum Fit. Dann kann ich vielleicht 2 Pics machen, mehr Content, für einmal hingehen. So, meine Entscheidung jetzt dabei. Ich mein Prada-Hemd mitnehme, ein Nocta-Shirt mit, meine Stussy-Jacke. Jetzt ist die Frage, eine CPFM Air Force mit oder eine Nocta Air Force. Ich einmal getragen. Ich glaube, meine Entscheidung ist schon getroffen, dass ich CPFM mitnehme. Auf jeden Fall einen Pick mit drin haben. Mit dem wollte ich sowieso schon mal einen Pick machen. Die sind crazy. Die haben 600 gekostet, haben sich jeden Cent gelohnt. Einfach mal so Air Force, die was Besonderes haben. Direkt ein crazy Outfit. Da haben wir jetzt 2 Outfits, gut ausgerüstet. Jetzt geht's los. Was auf gar keinen Fall vergessen darf, ist mein Wallet, meine Keys. Keys crazy. Ein Off-White-Tag am Rucksack. So crazy am Rucksack fand, waren einfach Schnüre im Industry-Belt. Meine Mutter sagt zu dem DHL-Rucksack. Kann ich auch verstehen, der sieht irgendwo auch aus wie ein DHL-Rucksack. Und von denen habe ich auf jeden Fall das Tag. Und dann habe ich hier noch einen Air Max und Coca-Cola Flaschenöffner. Was mein Portemonnaie angeht, Goyard. Ich bin bei der Sparkasse. Armband, Typi Amsterdam. Ja, wie geht's? Mein Lieber, alles gut? YouTube-Video. Ja, ich wollte gerade mal Döner machen. Ich nehme immer Hallo, er sieht mich immer, wie ich Club gehe und wie der Club nach Hause komme. Das ist ganz korrekt. Private landing, I guess I keep my candy.
jeden Fall. Ich habe überlegt da vorne, aber da vorne wird sehr wahrscheinlich zu dunkel sein. Aber ich guck mal vor. Das ist halt der Struggle, wenn man nachts irgendwie Fotos machen möchte. Das ist der Lauf der Suche nach einem guten, ausgeleuchteten Spot. Wenn ich jetzt mal gucke, Mercedes-Benz Arena. Ich habe auch noch überlegt, oben auf dem Parkdeck. Was sollen wir jetzt erst probieren? Parkdeck oder hier? Weil hier ist perfekt ausgeleuchtet. Jetzt hat nur die Frage, nehmen wir die Bänke? Dann nehmen wir die Bänke. Hier ist perfekt. Das ist perfekt. Doch, ja, das kommt gut. Ein Spot, wo ich ungefähr ein Stativ hinstellen möchte. Whoa, I got feelings for you. Hope you ain't loving the crew. How many bodies you got? Pray it ain't more than a few. Know that you dealt with some lames. When you was young, it's cool. Jetzt 5 Bänke machen ein Probefoto. She got a new G-Wag. She wanna hit highlight room and show it out. Got a new body, girl, show it out. It's a Brazilian, I know it's all. Toned up and she got a 6-pack. Look like she used to play volleyball. American Express, you can have it all. Code to the safe. Also, jetzt nach einer Stunde ungefähr Fotos machen, bin ich jetzt fertig. Ich möchte jetzt, glaube ich, hier hoch. Zur Eastside Mall, Parkhaus. Dann werden wir da mit meinem zweiten Outfit Fotos machen. Er ist zusammengepackt, Kamera bleibt am Stativ, trage ich einfach so. Schwarzer Nike Tracky, Fast and Furious in meinem X6 Geh nur ans Ding. So, zu oben. Das sieht schon vielversprechend aus. Entweder werde ich mich da vorne hinstellen oder irgendwie hier vorne. Und ich glaube, hier vorne ist sogar besser, weil hier ist die Beleuchtung besser, damit ist nicht so viel Licht. Hier Fotos machen ist wirklich sehr entspannt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, weil die Security kommt dann irgendwann und sagt dann so, ey, yo, eine Genehmigung. Wenn nicht, dann musst du runtergehen. Eine Genehmigung haben wir natürlich nicht. Aber Instapix, für Instapix geht das. Oh, ich bin so durch die Pfütze gelaufen. Aber hier ist die Aussicht, die ist krass. Jetzt will ich nochmal durchlaufen. So, ziehe ich mich um und dann machen wir hier vorne Fotos. Das wird crazy. Also, umgezogen. Mal gucken, man kann nicht hier hinlegen. Sind immer in derselben Spirale. Ich stepp für meinen Bruder so wie straight vom Flohmarkt. Und seitdem du Goya trägst, ist meine ziemlich eingestaubt. Wir sind am Scammen, so wie die Gomans. Ziemlich hoch am Pokern. Und ich werd niemals an einem Sticky ziehen, weil ich kein Kleinzeug rauch. Schwarzer Nike Tracky, Fast and Furious in meinem X6 Geh nur. Für mein Fit in Air Force kommt das schon ganz gut. Wow. Also die nächste Location ist hier. Ich wollte halt diese Säule mit drauf haben. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Jetzt mache ich auf jeden Fall noch ein paar Fotos. Security kam sogar gerade. Ich habe mit dem entspannt gequatscht. Und er meinte, ja, meine Bilder. Ich will hier nur nicht rumlungern. Mache ich jetzt meine Instapics. Frag alle meine Mysteries. Schwarzer Prada Tracky, Fast and Furious und mein Porsche Jeep. Kann nicht geblitzt werden, weil meine Diamonds blenden zu doll, fick den Ordnungsdienst. Ich ruf deine Bitch nicht nach Hause zu mir, nein, ich buch eine Loft im East. Ich könnte das Vorspiel verkürzen, indem sie die Zahl auf meinem Konto liest. Sie hat deine Mutter mal über ihren Booty und ich weiß, dass sie Doggy liebt. So, ich bin jetzt fertig. Dann geht es für mich jetzt auch nach Hause. Wir haben 4 Uhr und mir ist arschkalt. Also meine Hände sind wirklich wow. War ein gutes Shooting. Ich bin zufrieden. Ich habe ein paar Fotos schon durchgeskippt. Als das Video online ist, sind Fotos eh schon hochgeladen. Deswegen checkt gerne auf Instagram. Hier seht ihr nochmal die ganzen Fotos zusammen. Für Locations oder sonstiges, irgendwelche Info, folgt mir gerne auf Instagram. Instagram lade ich alles hoch. Locations, Posen, Filter. Danke für den ganzen Support. Ehrlich, Dankeschön. Ich hoffe, euch hat mal gefallen zu sehen, wie ich meine Fotos mache. Wollte ich schon länger machen, mal zeigen, was für ein Equipment, für einen Aufwand das eigentlich alles hat. Rausgehen, Spot suchen, alles richtig hinstellen und dann halt seine Posen durchziehen. Und ja. Du kriegst ein ich rauche nur dicke Medizin in deinem Blatt, sind nur Sticks und Seeds. Ob mir das Business liegt, frag alle meine Mysteries. Schwarzer Nike Tracky, Fast and Furious in meinem X6 Jeep.